Da kommt der Spitty-Fluss. Hier an dem, ich weiß gar nicht mehr genau wie er hieß, Südley oder sowas, sind wir die ganze Zeit gefahren. Der fließt hier oder kommt von hier aus Tibet, irgendwie 5 Kilometer weiter oder so ist die Quelle von dem in Tibet. Und hier kommt der Spitty, da geht unsere Straße, da beginnt das Spitty-Tal. Und als wir diese Brücke dann überquert haben, waren wir wirklich angekommen. Wir waren im Spitty-Tal. Die ersten Kilometer ging es halt ja, so ein bisschen entlang des Flusses auf relativ engen Straßen, teilweise mit irgendwelchen wilden Felsübersprüngen, aber nach kurzer Zeit ging es dann vom Fluss auch schon wieder weg und vor uns lagen, ich weiß nicht wie viele Serpentinen, ich glaube 1000 Höhenmeter oder sowas, ein riesiger, langer Anstieg bis zu der Stadt Narko, was halt das erste große Ziel jetzt war für uns im Spitty-Tal. Und wir sind da langsam hochgefahren, Kurve für Kurve, und es war auch ja, ziemlich anstrengend, aber die ersten Aussichten, die wir da jetzt schon hatten, waren auch einfach unglaublich und wir wussten, dass es sich lohnen wird, diese Anstrengung jetzt auf uns zu nehmen. Da vorne ist ein Dorf, da fahren wir jetzt hin. Hier ist die Straße. Hoffen, dass wir da was zum Mittag kriegen. Das wäre gut, ja, das wäre cool. Wir haben tatsächlich ein Tali gefunden. Guten Appetit mit Ausblick. Nächste Station Narko und dann, weiß ich gar nicht, ja, Tabu, glaube ich auch, und Kazar. Und da guckt da vorne jetzt allerdings erstmal, ob wir unser Zelt da vielleicht aufgestellt bekommen. Namaste. See somewhere hotel coming? So? Perfect. Thank you. Guten Morgen. Wir sind in Narko. Sind gestern Nachmittag hier angekommen. Und das war ein ziemlich harter Tag gestern. Ja, wir waren sehr kaputt und wir haben irgendeine vielleicht Lebensmittelvergiftung oder irgendwie sowas bekommen. Ja. Uns ging es echt nicht gut. Wir waren echt tot. Wir sind hierher uns irgendwie hingeschleppt auf den Berg und dann sind wir todmüde ins Bett gefallen. Mehr konnten wir gestern nicht machen. Genau, abends noch ein bisschen Reis und Brot gegessen. Und heute, ja, glücklicherweise, erstaunlicherweise, oder ich weiß nicht, es geht uns richtig gut, würde ich sagen. Ja, geht uns alles vorbei. Alles vorbei.
Und ja, aber wir bleiben trotzdem noch einen Tag hier. Jetzt erkunden wir die Stadt ein bisschen, das Dorf. Sieht ziemlich spannend aus. Es gibt auch noch ein großes buddhistisches Kloster. Ich weiß gar nicht genau, ob wir da rein dürfen. Wenn wir rein dürfen, dürfen wir aber wahrscheinlich auf jeden Fall nicht filmen. Aber wir werden trotzdem versuchen, ein bisschen was euch auch zu zeigen. Ein kleines buddhistisches Dorf im Himalaya. Da oben der Berg, das ist der Rio Purgil und der steht genau auf der Grenze zwischen Indien und Tibet. Bedeutet, ja, eigentlich kann man von hier aus Tibet sehen. Die Spitze. Die Spitze von Tibet sehen wir, genau. Wow. Jetzt gibt es noch tibetisches Essen, 2 Nudelsuppen, eine Thukpa und eine Tentuk. Thank you. Guten Appetit. Am nächsten Tag sind wir dann mit neuen Kräften losgefahren und fühlten uns auch ziemlich gut. Und es war noch ein kleines Stückchen, was wir bergauf fahren mussten, ein paar Kilometer, ein paar hundert Höhenmeter. Und dann ging es erstmal wieder das ganze Stück bergab, ganz nach unten, bis zurück an das Ufer des Spiti-Flusses. Und dort fingen dann die Apfelplantagen an. Spiti! Überall die Äpfel hier, alles voll. Ja, glaube ich schon gesagt, das Spiti-Tal ist bekannt für seine Äpfel. Hier sollen, ja, wie die Leute hier sagen, die besten Äpfel der Welt wachsen. Und wir haben nun öfters schon Äpfel gegessen und sind wirklich richtig, richtig lecker. Richtig schön knackig, richtig schön süß. Top. Drive on horsepower, not on rum power. That is deep, don't go sleep. Geil. Der tibetische Einfluss war nun deutlich zu sehen. Es gab viele Klöster und viele Stupas, die wir besichtigt haben, um die wir größtenteils auch immer rumgelaufen sind. Bei den Stupas wichtig, immer im Uhrzeigersinn herumlaufen, entsprechend der buddhistischen Lehre. Und das war wirklich sehr, sehr interessant, diesen Einblick in die tibetische Kultur zu erhalten. So dicht wirklich an Tibet dran zu sein. Wir sind jetzt in einem Dorf, Shillong. Und wir machen eine kleine Mittagspause, unsere zweite Mittagspause. Gleich gibt es eine Art tibetische Suppe mit Nudeln und Gemüse und eine indische Pakora. Pakora sind so irgendwie so Gemüse, die zusammen gematscht sind und in so einem Teigmantel geklebt sind und dann frittiert. Aber eine Suppe gibt's nicht. Chow Mein gibt's oder nicht? Ja, ich dachte, das wäre eine Suppe. Nee, es sind doch die Bratnudeln, oder? Ach, es gibt was Gutes zum Essen jetzt. Doch keine Supernudeln. Bratnudeln. Und Pakoras, frittiertes Gemüse im Teigmantel.
mit Continental Sauce. Die Kuh nimmt da gerade den Gemüseladen auseinander. Ist es da unten unser Campingspot für heute? Ja, ich denke schon, oder? Oh, sieht ganz schön aus. Sieht ziemlich gut aus, ja. Gegen den Sonnenbrand der gute Dr. Hauschka. Lippengold. Was steht da? Kostbare Pflege schenkt samt weiche Lippen. Vielen Dank für deine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank und jetzt zurück zum Video. Da oben ist eine kleine Stupa. Die gucken wir uns jetzt einmal an und laufen einmal rum. Geschafft, wir sind in Kasa. Hier ist das Eingangstor. Some Shura. In Sahano and Giori about a week ago. In Sahani? In Giori. Where's that? In Kinor. Ah, yes. Yeah, now without the glasses, I Yes, was yes, waiting yes. for the He bus was in an Giori. Israeli guy, yes. Ah, Yes, yes. yes, yes. Wow, so you rode till here? Yeah, we arrived like now. Wow. Beautiful. And you just did the Kinor and the Spiti, the road, or where have you been since? Yeah, more or less like just the main road, like Nako and Nako, Tabo, and yeah, today here. Yeah, this was a week ago. Yeah, probably. Yeah. You still count miles or you stopped? in Nako it was like 2 days. But yeah, most of the time it's uphill. That's why. I Yeah, said so yeah, it's- we are cycling like more or less all day, but it's like uphill, so you do like 30-40 kilometers a day or That's why I something. asked, because I imagine how difficult it is. All your stuff and gear that you have. Yes, yes. Like it's not difficult, you just need time. Maybe for you it's so difficult. So, wir haben nochmal unsere Benzinvorräte aufgestockt, nochmal 1 Liter Benzin gekauft für den Kocher. Und zwar bei der weltweit höchsten Tankstelle. Auf 3740 Metern steht hier. Juhu. Platin-Sticker. Sehr gut. Gut, dann geht's weiter. Wir machen uns auf die Suche nach unserem Warm Showers Host. Wir haben hier einen Warm Showers Host in Kasa. Und zwar ist das ein Mann, der hier ein Hotel hat und naja, natürlich die Räume da vermietet, aber halt auch bei Warm Showers ist und allen Fahrradfahrern quasi einen Raum, ein Zimmer in seinem Hotel umsonst anbietet. Ah, hier ist der Laden. Unser Lager hier. Wir sind bei
Karen im Hotel. Ist auch ein ziemlich nobles Hotel, aber leider waren halt alle oder sind alle Zimmer ausgebucht, sodass wir nicht in einem richtigen Hotelzimmer sein können, sondern das ist hier halt so ein kleiner Nebenraum. Irgendwie wird so ein Meditationsraum. Genau, der wird, ja, davon liegt auch so ein Schild, als Meditationszimmer irgendwie genutzt, wenn wir nicht hier schlafen. Aber ist auch sehr gemütlich, wunderbar, total schön und super. Und wir dürfen halt im Restaurant essen und haben da schon ziemlich leckere Sachen gegessen. Schön Tee getrunken und ist auch sehr gemütlich hier, schön warm hier. Wunderbar. Und ja, wir waren vorhin schon am Markt nochmal ein bisschen Proviant eingekauft für die nächsten Tage. Gemüse und so Nudeln, die nicht so lang brauchen zum Kochen und noch so Reis, was auch schon quasi so thermal verarbeitet ist, was so ein bisschen flockig ist. Genau, das auch nicht lang dauern zu kochen, weil die nächsten Tage werden wir ganz schön hoch sein und da dauert es super, super lang, bis man irgendwas fertig bekommt. Und ist man sehr, sehr hungrig, deswegen wollen wir was machen, was sehr schnell geht. 10 Uhr morgens, weiter geht's. Es geht jetzt weiter nach Key. Es sind insgesamt 20 Kilometer. 5 Kilometer haben wir jetzt. Das sind noch 15 Kilometer. Da ist auch wieder eine Gompa. Vielleicht. Oh je. Vielleicht sogar die bekannteste Gompa in Spiti. Wo man da ein sehr schönes Foto machen kann. Was wir auch machen werden. Ja, so ein paar Motorradfahrer sind hier auch unterwegs. Wir haben es geschafft. Den Weg nach oben zu dem Kloster. Die Key Gompa oder das Key buddhistische Kloster. Auf Deutsch übersetzt. Wow. Sehr spannend, wie das auf dem Berg so entstanden ist. Mehr und mehr Gebäude dazu kamen. Das ist echt groß. Es ist die größte Gompa hier im Spiti-Tal. Echt ganz schön viel Platz für viele Mönche. Das war die Key Gompa. Drin durften wir natürlich wieder nicht filmen. Aber von draußen habt ihr das gesehen und von draußen fand ich das noch beeindruckender, wie das auf dem Berg so kleine Räume und alles so zusammengewürfelt ist. Ja. Wir haben uns gelesen, dass es so entstanden, weil es auch mehrmals zerstört wurde und auch ein Erdbeben. Und ja. Wurde mehrmals angegriffen. Also ich glaube, es standen da irgendwie. Dreimal, glaube ich. Ja, und wann wurde die aufgebaut irgendwie? Um 1000 rum oder ja. so, ne? 1100. Ja. Also die ist ungefähr 900 Jahre, das Kloster oder die Gompa ist 900 Jahre alt ungefähr. Und wow, das war sehr beeindruckend. Ja, von außen sehr schön. Sehr, sehr tolles Motiv, definitiv. Aber auch drinnen, wir haben so eine kleine Führung von einem der Mönche bekommen. Definitiv eins der Highlights in Spiti, auf jeden Fall. So, von da kommen wir, da hinten um die Ecke ist Key, da unten ist das Spiti-Tal und wir machen jetzt einen kleinen Abstecher hier in ein anderes Tal hinein. Da hinten ist ein kleines Dorf auf dem Hügel, Chichim, da fahren wir jetzt hin, da füllen wir Wasser ab, dann suchen wir uns weiter da hinten noch
einen Campingspot und morgen fahren wir dann über einen kleinen Pass rüber, irgendwie auf gut 4000 Meter, 4200 oder sowas. Und dann kommen wir danach morgen quasi zurück, da hinten quasi nach links, zurück ins Spittital. Und da werden wir dann übermorgen wahrscheinlich den Kunsumla überqueren, den höchsten Pass hier, auf 4500 Metern. Heiß und die Sonne scheint ganz schön toll. Aber es ist irgendwie, das Wetter ist echt ganz schön abgefahren. Die Sonne ist super heiß, aber der Wind ist super kalt und die Kombi ist echt abgefahren. Verpixelte Yaks. Thank you. Manali. So, unser Campingspot für heute. Hier irgendwie. Ziemlich coolen Ausblick. Richtung Osten. Da geht morgen früh die Sonne auf. Und hier in die andere Richtung sieht man das. Ja, doch, man sieht es. Auch wieder verpixelt. Verpixelte Tiere. Sind wir gut drin? Ich weiß nicht genau, was das ist. Eigentlich so eine Art Rentiere. So eine Art, ja, was weiß ich. Rehe, Steinböcke. Ne, Steinböcke ja nicht. So eine Art Rehe, sowas, ne? Ungefähr, ja, wie weit sind die weg? 70 Meter so? Ja. Ungefähr. Ja. Guten Morgen, wir werden von dem Regen geweckt. Das haben wir gar nicht erwartet. Das ist sogar so eine Art Schneeregen. Sieht ziemlich ungemütlich aus draußen. Ja, wir gucken mal, was wir machen. Ich glaube, wir warten erst noch mal ein ganz bisschen ab und dann überlegen wir. Ja, aber abwarten brachte leider nichts. Es fing erst langsam an zu schneien und dann wurde es richtig viel. Wir hatten keine andere Möglichkeit. Wir mussten weiter. Das heißt, ja, wir haben unser Zelt abgebaut, unsere Regenklamotten angezogen und sind in das Schneegestöber hineingefahren. Es war ziemlich kalt, ziemlich anstrengend. Es ging noch auf einen letzten Pass hoch und dann war unser nächstes Ziel ein kleines Dorf, wo wir uns ein Hotel nehmen wollten. Ob wir das geschafft haben und wie es für uns weiterging, wirst du dann im nächsten Video sehen.